Tief unter der Oberfläche des Pazifiks verbirgt sich eine Welt, die kaum ein Mensch je mit eigenen Augen gesehen hat. Dort unten herrschen ewige Dunkelheit, eisige Kälte und ein gewaltiger Druck. Lange Zeit glaubten Wissenschaftler, dass unter solchen Bedingungen kein Leben existieren könnte. Die Umgebung erscheint so extrem, dass selbst die Grundlagen des Lebens unmöglich wirken. Knochen, Schalen und viele andere Materialien würden hier mit der Zeit zerfallen. Doch dieses Bild änderte sich grundlegend im Jahr 1960. Zum ersten Mal entdeckten Forscher ein Lebewesen in den tiefsten Regionen des Ozeans. Damit begann ein völlig neues Kapitel der Meeresforschung. Mit jeder Expedition wurde deutlicher, dass diese Wesen perfekt an ihre außergewöhnliche Heimat angepasst sind. Viele von ihnen kommen ausschließlich in diesen extremen Tiefen vor. Unser Wissen stammt meist von Tiefseerobotern oder von Tieren, die zufällig in Fischernetzen an die Oberfläche gelangen. Manche werden sogar an abgelegene Küsten gespült und geben uns einen seltenen Einblick in diese verborgene Welt. Die Tiefsee gehört bis heute zu den größten ungelösten Geheimnissen unseres Planeten. Einige werden dabei so stark beschädigt, dass ihr ursprüngliches Aussehen kaum noch zu erkennen ist. Deshalb wissen wir bis heute nur wenig darüber, wie viele dieser Lebewesen tatsächlich in der Tiefsee leben. Die Tiefsee zählt zu den letzten Regionen der Erde, die noch weitgehend unerforscht sind. Noch immer warten unzählige Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden. Unsere Reise führt uns heute zu einem der faszinierendsten Orte unseres Planeten, dem Marianengraben. Alles begann vor rund 150 Jahren mit einer außergewöhnlichen Expedition. Das britische Forschungsschiff HMS Challenger kartierte erstmals systematisch den Meeresboden. Tag für Tag ließen die Forscher schwere Messgewichte bis auf den Grund des Ozeans hinab. Meter für Meter wurde das nasse Seil wieder an Bord gezogen. Eine mühsame Arbeit unter extremen Bedingungen. Die ersten Messungen zeichneten das Bild einer scheinbar endlosen Ebene aus Schlamm und Sedimenten. Etwa 2000 Kilometer östlich der Philippinen führte die Besatzung schließlich eine weitere Routinemessung durch, ohne zu ahnen, dass sie Geschichte schreiben würde. An diesem Tag verlief jedoch nichts nach Plan. Das Messgewicht erreichte den Meeresboden nicht bei 3 Kilometern Tiefe. 4 Kilometer, 5 Kilometer und das Gewicht sank immer weiter in die Dunkelheit. Immer wieder musste neues Seil ausgegeben werden, während niemand wusste, wie tief es tatsächlich noch hinabging. Man kann sich nur vorstellen, welche Gedanken den Seeleuten damals durch den Kopf gingen. In jener Zeit galt jede lange Seereise als gefährliches Abenteuer voller unbekannter Risiken. Viele Seeleute glaubten an Geschichten über gewaltige Kreaturen, die tief unter der Wasseroberfläche lauerten. Legenden erzählten von riesigen Tentakeln, die Schiffe in die Tiefe ziehen konnten. Heute wirken solche Geschichten wie Fantasie, doch damals nahmen die Menschen sie sehr ernst. Schließlich erreichte das Messgewicht den Meeresboden in einer Tiefe von mehr als 8 Kilometern. Ohne es zu wissen, hatten sie einen der außergewöhnlichsten Orte der Erde entdeckt, den Marianengraben. Nur wenig weiter westlich liegt der tiefste bekannte Punkt unseres Planeten, das Challenger Deep, fast 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Selbst der Mount Everest würde vollständig in diesem gewaltigen Abgrund verschwinden. Und selbst dann läge sein Gipfel noch fast 2 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Der Marianengraben ist eine gewaltige Senke auf dem Grund des Pazifischen Ozeans. Er erstreckt sich über fast 2000 Kilometer und erreicht an seiner breitesten Stelle rund 70 Kilometer. Der Graben beginnt etwa 2000 Kilometer südlich von Japan. Von dort verläuft er zunächst nach Südosten und biegt später in Richtung der Philippinen ab. Die westliche Seite des Grabens wird von steilen vulkanischen Felswänden geprägt. Auf der östlichen Seite geht der Meeresboden dagegen deutlich sanfter in die Tiefsee über. Von dort aus erstreckt sich eine nahezu endlose Tiefseeebene über Tausende von Kilometern bis in Richtung Mexiko. Eine karge und beinahe strukturlose Landschaft. Die tatsächlichen Ausmaße sind kaum vorstellbar. Allein das Challenger Deep, nur ein kleiner Abschnitt des gesamten Grabens, könnte 5 Grand Canyons vollständig aufnehmen. Der Marianengraben gehört zu einem gewaltigen System unruhiger Erdspalten, die sich fast lückenlos rund um den Pazifischen Ozean ziehen. Diese tiefen Klüfte spiegeln sich in einer Kette aktiver Vulkane wider, dem sogenannten Pazifischen Feuerring.
Entlang dieser rund 40.000 Kilometer langen Bruchlinie reiben kilometertiefe Gesteinsschichten tief unter der Erde aneinander und lösen unglaubliche 90% aller weltweiten Erdbeben aus. Heute verstehen wir immer besser, wie sich das Gesicht unserer Erde im Laufe der Jahrmillionen gewandelt hat, warum die Kontinente genau dort liegen, wo sie heute sind und welche Schlüsselrolle diese Tiefseegräben dabei spielen. Um das Geheimnis hinter diesem faszinierenden geologischen Phänomen zu entschlüsseln, werfen wir zuerst einen Blick auf den Atlantischen Ozean, auf der anderen Seite des amerikanischen Kontinents. Die äußere Hülle unseres Planeten unterteilt sich zwar in Landmassen und Weltmeere, doch die Grenze verläuft keineswegs so simpel, wie der bloße Unterschied zwischen sichtbarem Land und unsichtbarem Meeresboden vermuten lässt. Kontinente und Ozeane bilden zwei völlig unterschiedliche Bestandteile der Erdkruste, die alle auf einer glühend heißen Gesteinsmasse, dem Magma, treiben. Man kann sich die Kontinente wie riesige Eisberge vorstellen, die in einem Ozean aus flüssigem Magma schwimmen. Gewaltige Stücke der Erdkruste, deren größter Teil wie bei einem Eisberg unsichtbar unter der Oberfläche liegt. Zwischen ihnen füllt eine hauchdünne ozeanische Kruste die Lücken. Im Größenvergleich entspricht dies in etwa der Schale eines Apfels. Während die Kontinente uralt sind und aus dicken, über Jahrmilliarden entstandenen Gesteinsschichten bestehen, ist der Meeresboden mit nur einigen Millionen Jahren deutlich jünger, dünner und aus erstarrtem Magma geformt. Angetrieben durch gewaltige Wärmeströmungen im darunterliegenden Magma, wandern die Kontinente für Meeresböden unaufhörlich über unseren Globus. Einst waren all diese Landmassen zu einem einzigen Superkontinent namens Pangaea vereint. Doch seit rund 200 Millionen Jahren driften sie unaufhaltsam auseinander. So wächst der Atlantische Ozean kontinuierlich, während sich Amerika immer weiter von Afrika und Europa entfernt. Inmitten dieser Trennungslinie, an einer sogenannten divergenten Plattengrenze fast genau in der Mitte des Ozeans, entsteht durch nachrückendes Magma pausenlos neuer Meeresboden. Dieser gesamte Vorgang wird durch die enormen Wärmeströmungen im darunterliegenden Magma angetrieben, die emporsteigen, für sich dann nach Osten und Westen ausbreiten. Dadurch werden die Kontinente unaufhörlich auseinandergedrückt, was zur Entstehung von immer mehr Meeresboden führt. Wenn sich die amerikanischen Kontinente also nach Westen hin von Afrika und Europa entfernen, müssen sie sich im Gegenzug Asien und Australien nähern, wodurch der Pazifische Ozean schrumpft. Die Kräfte, die im Atlantik neuen Meeresboden formen, sind durch dieselben magmatischen Wärmeströmungen auch im Pazifik aktiv. Hierdurch entsteht fortlaufend neuer Meeresboden, die pazifische Kontinentalplatte, die sich wie ein geologisches Förderband nach außen bewegt. Da der Pazifik jedoch nachweislich kleiner wird, stellt sich die Frage, wo bleibt dieser ganze Meeresboden eigentlich? An den äußeren Grenzen des Pazifiks trifft diese abfließende ozeanische Kruste im Osten auf den amerikanischen Kontinent und im Westen auf Asien sowie Australien. Bei dieser Vorwärtsbewegung muss der Meeresboden irgendwohin ausweichen. Er wird nach unten gepresst, sinkt unter die umliegenden Kontinente und kehrt schließlich in das Magma zurück, aus dem er einst entstanden ist. Ein Prozess, den man Subduktion nennt. Wir sprechen hier von dem größten Recyclingprozess unseres gesamten Planeten. Diese gewaltige Zerstörungslinie ist der eigentliche Grund für die verheerenden Erdbeben und die Vulkanketten, die den Pazifik als sogenannter Feuerring umschließen. Während der Meeresboden in das darunterliegende Magma hinabgedrückt wird, schmilzt ein Teil dieses Gesteins, steigt wieder empor und bricht an der Oberfläche als Vulkan aus. Aus diesem Grund bildet sich entlang der Außenseite dieser Subduktionszonen eine Kette von Vulkanen, während direkt an den Bruchlinien die tiefen Ozeangräben entstehen. Auf seinem Weg nach Westen in Richtung unseres Grabens kühlt der pazifische Meeresboden immer weiter ab und gewinnt an Dichte. Die Schwerkraft zieht diese schwere Masse unaufhaltsam nach unten in Richtung Erdmittelpunkt, weshalb der Ozean an dieser Stelle extreme Tiefen erreicht. Die pazifische Platte, die hier in den Graben absinkt, ist stolze 170 Millionen Jahre alt, für damit die älteste ozeanische Kruste unseres Planeten. Sie entstand, als die Kontinente einst begannen auseinanderzubrechen und hat nun das Ende ihres Lebenszyklus erreicht.
Am westlichen Rand des Pazifischen Ozeans stößt sie schließlich auf die Philippinische Platte. Diese deutlich jüngere und weniger dichte Schicht der Erdkruste befindet sich in einer wesentlich höheren Position über dem Erdmantel. Sie gleitet einfach über den älteren, absinkenden Meeresboden hinweg, verdrückt ihn dabei tiefer nach unten, wodurch eine kilometerdicke Schicht aus massivem Gestein verbogen wird. Die dabei wirkenden Kräfte sind schlicht unvorstellbar. Genau an dieser Nahtstelle zwischen der aufragenden oberen Kontinentalplatte und der abtauchenden Pazifischen Platte entsteht der Marianengraben. Diese extreme Zerstörungszone bringt einige der faszinierendsten geologischen Wunder der Erde hervor. Hier gibt es gigantische aktive Schlammvulkane, die kontinuierlich Wasserstoff in den Pazifik speien. Einer von ihnen hat einen Durchmesser von beachtlichen 50 Kilometern. Ein anderer Vulkan stößt fast reines Kohlendioxid aus, das aufgrund des enormen Drucks in dieser extremen Tiefe nicht als Gas, sondern in flüssiger Form austritt. Ein weiterer Vulkan verbirgt in seinem Krater einen Pool aus geschmolzenem Schwefel, ein Phänomen, das man sonst nur auf einem der Jupitermonde findet. Zudem stoßen tiefe Spalten kochend heißes, mineralreiches Wasser aus, Gegebenheiten, von denen man annimmt, dass sie die Geheimnisse über den Ursprung des Lebens auf unserem Planeten bergen. Doch unser Fokus liegt heute nicht auf diesen Vulkanen oder hydrothermalen Quellen. Wir wollen erleben, wie es wäre, direkt in den Graben selbst hinabzusteigen, Tausende von Metern tiefer in den Ozean vorzudringen, um schließlich den extremsten Tauchgang von allen zu wagen: den Sprung in die Challenger-Tiefe. Wenn wir also die Reise in die unheimliche Dunkelheit des Challenger-Tiefs antreten, verlassen wir die uns bekannte Welt und betreten ein Reich, das uns fremder ist als die Oberfläche des Mondes. Der Marianengraben ist nicht nur der tiefste Punkt unseres Planeten, sondern auch ein ewiges Monument dafür, wie wenig wir eigentlich über die Geheimnisse der Erde wissen. Manche Grenzen sind nicht dafür da, vollständig verstanden zu werden. Sie erinnern uns schlicht daran, dass die Natur immer das letzte Wort behält.